Das ist so ein YouTuber und für mich ist er der größte Maniak auf diesem Universum. Er baut halt einfach alles nach, okay, aber krank nachbauen. Digga, das war krass. Das war einfach, es ist ein, wer es nicht gecheckt hat, das ist ein elektromagnetisches Schild. Boah, das ist wild, Digga. Das ist sehr wild. I'm here to see Civil War opening night. Good thing I brought my shield. Ihm fehlen halt ein paar Muskeln, Digga. Boah. Das ist eine Sache, die er gemacht hat, okay? Guckt mal. Wo war das, wo er sein Iron Man's Glow gemacht hat? Warte. Schaut, wie krass das ist. Display? Check. Forego preferences from home interface. Digga. Der hat wie ein Maniak 10 Jahre lang diesen Helm gemacht. Ready? 10. Und der ist halt mit einem echten Display. Wisst ihr, ich meine? 3, 2, Guck. 1. Boah, der Typ ist so heftig. Der Typ ist krank. Hey guys, I'm the Hacksmith, and on this episode of Make It Real, we've made the world's first full metal Iron Man helmet complete with a heads-up display. And to prove that to you, well, watch this. Boah, das ist zu krass, Digga. Der Typ ist heftig. Heftig. Whoa, stop! Oh, das ist krank. Das müsst ihr sehen, okay? Bis dahin habe ich es geguckt gehabt. Schau, mittlerweile sieht der Helm so aus. Der hat den so modifiziert. We just made this. Boah, bitte nochmal, Digga. Digga. Boah, das sind einfach, wenn eine Apokalypse anbricht und wir alle auf uns allein gestellt sind, so einen braucht man in der Gruppe. Digga. We just made this full metal Iron Man gauntlet complete with a repulsor using a photon beam generator. Er hat einen Glow gemacht, okay? Und dieser Glow ist sehr gefährlich, guckt bitte. Check out the destruction it did. Plus, we're gonna have a giveaway for this awesome helmet. Iron Man was real. So, Moment. Iron Man suit. Well, display. Das ist einfach da drin. Okay, das ist da drin. We've also made a full metal Iron Man gauntlet complete with a plasma cutter capable of cutting through 1 inch thick steel. Das ist doch nichts, das ist nur so ein Schnickschnack, okay? Das ist so ein Maniak-Schnickschnack, falls du ihn brauchst, Tür aufbrechen, dies, das. We also have our own version of Jarvis running the automation in our facility. Der hat sogar diesen Computer gemacht, okay? As well as Dummy the Robot. So on this episode of Make It Real, we'll be building Iron Man's other glove, complete with a real-life repulsor. Let's get... Also, ein Glow war dieser Tür aufmachen Maniak und der zweite Glow ist dieser Repulsor. Kennt ihr das? Das ist ein gottloser Ding, okay? Wartet. started. Das da hat er einfach geschafft zu machen. Step 1 is to make the gauntlet. Months ago, Bogdan and I designed and built the first metal Iron Man gauntlet while stuck in our facility during the initial weeks of the pandemic. Thinking about it now, that's not unlike Tony making his first suit. Aber ihr müsst euch vorstellen, der Laser, der hier drin ist, war nicht mal mit einer Linse. Jetzt hat er es mit Linse gemacht. For both of Schaut, der hat jetzt das mit Linse gemacht. Bitte guckt euch das gleich an. those projects, we just used the laser module as is, without any focusing lenses, which means it wasn't that destructive. This time, we're going to be using a little optical engineering and utilizing a few different lenses to maximize the power of this little guy. But one of the biggest issues with using a high-power laser is the heat output. So far, we've relied on a large water cooling loop to make sure the Ich sag euch ehrlich, das sind die wahren Psychopathen unserer Gesellschaft, Digga. Die können die Welt übernehmen. laser doesn't burn out. But this time, we're going fully custom and making a much more compact water cooling system
And we're even going to miniaturize the laser driver that StyroPyro gave us that we used in previous builds. I'll start on that cooling system, and Bogdan is going to start miniaturizing the power system. So, jetzt sind die Maniacs fertig. Der Finished Product. So, jetzt bitte guckt. Digga, habt ihr das gesehen? Was ist das für ein Psychopath? Habt ihr das gerade gesehen, Digga? Bitte guckt nochmal. Digga, es ist einfach zu wild. Es ist viel zu wild, Digga. Es ist schon krass. Ich sage euch, wie es ist. Holy crap, it's on fire. But it's still kind of working, look at that. Boah! Boah! I am Iron Man. Now, like I mentioned earlier in the video, we're actually using a focusing lens for the first time with this 100 watt blue laser diode. That means my focus changes based on where I'm standing. This particular lens has a focal point of 1 meter, which means hypothetically I should get the most concentrated laser beam at 1 meter. And if I go anywhere closer or further away, the beam's gonna get bigger. Digga, der Typ ist zu krass. Pretty cool, right? Digga, ich brauch sowas. Stellt euch vor, ihr habt sowas zu Hause. Stellt euch vor, ihr habt sowas zu Hause, Digga. Wow! That was sweet! Digga, er ist der maximale Psychopath, der auf dieser Erde gegangen ist. I'm sorry, little one. Nein! Way. Nein! Now this laser ring's made me hungry. Ich kann dieses Video nicht mehr weiter gucken, Digga. So, ein Video gucken wir uns noch an. Er hat hier einen echten Lightsaber gemacht, okay? Also einen echten Lichtschwert. Einen echten. Hello there. We've just made the world's first retractable plasma-based lightsaber. Ihr müsst euch vorstellen, wirklich das erste Mal auf der Welt hat er es geschafft, so ein Schwert zu machen. Digga, was ein Mensch, Digga. Supporting the channel. They get tons of... Big thank you to our YouTube members and Patreon supporters for supporting the channel. They get tons of perks, including seeing our... And probably one... Khalas, abonniert ihn auf Dings. Wie heißt das? Wie heißt diese Seite, die TikTokerinnen machen, wenn sie mehr Geld wollen? Or, like they're called in Star Wars lore, proto-sabers for the past 4 years now. From some initial power supply tests that got the fire department called on us, to version 1 using nitinol wire, to version 2 using a tungsten titanium blade hybrid, version 2.1 so we could have a real-life lightsaber duel, which, by the way, was extremely unsafe, to finally our Kylo Ren style lightsaber complete with a 3D printed titanium. Also wie ihr gesehen habt, die haben schon alles versucht. Die haben alles versucht. Türklein, danke für 55. Hilt. A proto-saber, of course, is a lightsaber external power pack. Since, you know, we don't exactly have D-sized batteries capable of putting out more power than a nuclear power plant, which, by the way, is what you'd need for a lightsaber to function like it does in the movies. Now, in my opinion, what we've made so far are some of the closest representations of lightsabers using real-life technologies. They look like a lightsaber, they sound like a lightsaber, and at temperatures of over 3000 degrees. Aber er hat hier einen echten gemacht, okay? Electronics, Power Pack, World's First Dings. Hier, das gucken wir. We've got tons of stuff set up behind us to really put this through its paces, including cutting through a steel door. Anyways, that video is actually available right now for our Patreon supporters and YouTube members this week. Thanks for watching, and make sure you subscribe. Digga. Stellt euch vor, ihr werdet angeklagt, weil ihr jemanden abgestochen habt. Und der Richter sagt, Beweismaterial A. Und dann wird so ein Lichtschwert reingebracht. Also was ist das, Digga? Lichtschwert.
Dann schaut man diesen Psychopathen an, denkt sich, chillig, chillig. Kreativ.